Herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar wieder über den Match-X M2 Pro Miner. Heute möchte ich euch mitteilen, wie das nach 8 Wochen Minen mit dem Miner ausschaut und was für tolle Ergebnisse der Miner erzielt hat und umgerechnet auf was für einen Ertrag das innerhalb von den 8 Wochen jetzt an Euro gebracht hat. Ja, starten wir mal direkt in der App. In der Wallet habe ich weiterhin nichts, weil ich am Minen bin. Im Miner sieht man, dass er weiterhin die Gesundheitspunkte von 100% hält und der Treibstofftank ist weiterhin auf 100%. Ich habe noch nichts abgehoben. Darunter sieht man aber die gesamten Bergbaueinnahmen und die belaufen sich jetzt auf 17.262 MXC Coins. Das ist das, was ich jetzt exakt in 8 Wochen, also in 2 Monaten gemeint habe. Und die liegen praktisch irgendwo bei MXC herum und warten irgendwann mal auf die Wallet verschoben zu werden von mir. Ja, kommen wir jetzt nach ganz oben wiederum zum Taschenrechner. Links oben klicken wir drauf und dann kann ich euch nämlich die Einnahmen zeigen. So, da sehen wir noch, was der Eurokurs momentan zum MXC-Coin steht. Und zwar ist das 21 MXCs zum 1 Euro gerechnet. Dieser Kurs, der variiert. Also es hängt natürlich davon ab, wie viel der Kurs gehandelt wird. Der schwankt. Angefangen habe ich mit dem Minen bei, ich glaube, 32 MXCs für 1 Euro und dann war es wieder mal so eine Talfahrt vom Kurswert. Da war ich sogar auf 36 oder 38 MXCs pro Euro und das beste Ergebnis war mit 20 MXCs zum Euro. Das heißt, das variiert immer. Oder nicht immer, das hängt vom Kurs des MXC-Coins ab. Das kann ich euch gleich mal bei CoinGecko nochmal zeigen, wie das ausschaut. Den letzten Verlauf von den letzten Wochen. Und dadurch gibt es einen Vorteil, wenn der Kurs schwach ist von den MXC-Coins, dann können wir mehr MXC-Coins minen im Verhältnis. Und durch dieses Verrutschen vom Kurs, dass er mal niedriger liegt, können wir aber mehr MXCs minen. Und sobald der Kurs irgendwann wieder mal steigt, haben wir auch mehr MXC-Coins am Tag gemeint. Und somit haben wir dann am Schluss, im Umkehrschluss, wenn der Kurs wieder steigt, deutlich besseres Mining-Ergebnis und auch einen besseren Gewinn sozusagen. So, dann gehen wir mal direkt hier auf Mining, um euch das einmal zu zeigen, was jetzt wirklich in diesen 8 Wochen ich zusammen gemeint habe zum aktuellen Tageskurs von heute. So, da sehen wir es. 17.262 MXCs. Im Wert sind das 806,14 Euro. Das ist fantastisch. Also dafür, dass der Miner 2 Monate, also 8 Wochen jetzt online ist und ich mit den gemeinten MXC-Coins jetzt 806 Euro zusammengetragen habe, ist das, besser geht's gar nicht. Ich bin positiv überrascht, sprachlos, was man alles so sagen kann. Wenn ich das jetzt mal einfach mal hochrechne und der Verlauf bleibt so und das Ergebnis wird sich dann in den nächsten Monaten fortsetzen, dann habe ich den Miner im besten Fall 6 Monaten komplett raus. Das investierte Geld von 2.500 Euro habe ich dann wieder raus. Also ich rechne mal mit zwischen 6 und 7 Monaten, wenn das so weiterläuft. Es kann natürlich auch weniger werden,
weil ich jetzt hier auch nur die ganze Zeit den MXC-Coin meine. Ich habe jetzt noch nichts gestaked, gar nichts. Das wäre alles oben on top, was noch dazu käme. Ja, ich bin nur am diesen einen MXC-Coin am Minen und nach 8 Wochen liege ich bei 806 Euro. Wenn man das runterrechnet, ja, dann haben wir pro Woche, pro 7 Tage im Durchschnitt 100 Euro gemacht. Also das Ergebnis ist echt top und ja, ich kann es hier nur jemanden oder ich kann es euch nur weiterempfehlen, wenn ihr Interesse dran habt, dann ja, braucht ihr nicht lange zögern, sondern die Investition, was ich bisher sehe, lohnt sich auf jeden Fall. Und ein Update gibt es aktuell und zwar zum Bitcoin Mining und es gibt sogar auch ein Datum, was noch dazukommen wird. Der 30. November. Das ist das Datum, wo Bitcoin Mining für alle M2 Pro Miner zugelassen sein wird. Da werde ich extra nochmal ein Video noch von drehen, was man ja dafür benötigt, um am Bitcoin Mining teilzunehmen. Dann können wir mal eben rüberschalten zu der Information, die aktuell ist. Und zwar sehen wir hier, die MXC Foundation gibt an, dass ab den 30. November der M2 Pro Bitcoin meinen kann. Ja? Wie man daran genau teilnimmt, das werde ich euch dann im nächsten Video zeigen. Und ja, wie man überhaupt daran teilnehmen kann. Zurück zu den Einnahmen mal. Ich wollte euch jetzt genau nochmal spezifisch zeigen, wie das in den letzten Wochen verlaufen ist. Dazu gehen wir hier wieder raus, gehen auf den Miner unten und gehen hier auf Liste der Bergleute. Da einfach draufklicken und dann haben wir hier den Gesundheitszustand und dann das grau schraffierte Feld mit Umsatz. Da gehen wir drauf. So, hier kann man jetzt genau ablesen, wöchentliche Menge, wie viel er in dieser ganzen Woche jetzt gemeint hat, 1357 MXCs. So, und dann starten wir mal eben und schauen uns das mal bei CoinGecko an auch nochmal. CoinGecko, dort geben wir MXC ein und da haben wir dann schon den Coin MXC. So, das klicken wir mal weg. Hier sehen wir den aktuellen Tageskurs. Und jetzt gehen wir mal hier. Da sehen wir auch die Schwankungen. Also es sind auch viele Investoren eingestiegen. Und ja, bei so einem hohen Wert des Coins werden natürlich die Coins auch gerne verkauft, damit man halt auch den maximalen Ertrag herausziehen kann. Also jetzt gehen wir mal hier auf die Übersicht von 30 Tagen. Da sieht man schon, wie der Coin gestiegen ist innerhalb vom letzten Monat. Gehen wir auf 90 Tage. So, interessant ist ja für mich der September, Oktober und jetzt Anfang der November. Wie gesagt, das sind meine Wochen, meine 2 Monate. Und da sieht man, dass es bergab ging bis Ende Oktober, seitdem ich den hatte. Und da konnte ich halt auch die meisten Coins am Tag generieren. Und dann gab es halt einen sprunghaften Anstieg. Da sind Investoren eingestiegen. Tu das mal hier weg. So, und da sind Investoren eingestiegen und deshalb ist der Kurs ruckzuck hochgegangen. Und natürlich die Nachfrage nach dem MXC Pro Miner steigt natürlich auch Woche für Woche, weil das einfach eine andere Möglichkeit vom Minen ist für jeden, der sich so einen Miner hinstellen möchte und keine Ahnung von Hardware, Computer, Software
und nicht einen ganzen Rechner sich zusammenbauen will und meinen möchte, das ist ideal, um ja, passives Einkommen damit im Nachhinein zu erwirtschaften. Das wollte ich euch hiermit einmal aufzeigen, wie der Kurs mit den Einnahmen und dem Meinen von den MXC-Coins im Verhältnis steht. Also niedriger Kurs, dann meint er mehr MXCs, damit man halt denselben Level der Einnahme hat. Ist der Kurs höher, kann man weniger meinen, aber im Verhältnis ist halt der Kurs höher. Ja? Und jetzt gehen wir nochmal zurück in die App. So, gehen wir jetzt hier auf weitere Informationen. Dann sehen wir hier auch nochmal, wie viel am Tag MXCs gemeint wurden. Und das ist wiederum abhängig davon, wie der Kurs des Coins steht. Jetzt gehen wir mal hier auf den Monat. Und da kann man genau sehen, in welchem Monat, also es ist jetzt eigentlich Wochenangaben, aber hier kann man das ganz gut nachverfolgen, wie hoch der Kurs lag. Umso niedriger er lag, da habe ich ja angefangen am 5. September, umso niedriger er lag, umso mehr MXC-Coins konnte man meinen. Also ich hatte hier einen Spitzenwert von 2640 in der Septemberwoche am 26. Ja, da war der Coin, glaube ich, 36 oder 38 zu einem Euro wert. Und da konnte ich richtig viele MXC-Coins meinen. Und das hat natürlich dann den Vorteil, da man halt in dieser Periode halt mehr Coins meinen konnte, hat man auch natürlich mehr Coins. Und wenn der Kurs dann wieder steigt, ja, hat man natürlich einen Mehrwert davon, weil man mehr MXC-Coins hat und somit die Summe der Einnahmen steigt. Jetzt haben wir momentan halt bisher einen starken Verlauf von 21, 20, 22 MXCs zu 1 Euro, aktuell in den letzten 1 bis 2 Wochen. Da wird dann natürlich auch weniger gemeint. Deshalb bin ich da auch zum Beispiel auch nur bei knapp 200 pro Tag. Und bei den anderen, wenn wir mal hier nochmal die Tage uns angucken, irgendwo war hier ein hoher Verlauf, da sehen wir es. Da habe ich fast 520 in der Spitze gemacht, wo der Kurs wirklich niedrig war. Ja? Und das ist jetzt natürlich ein Vorteil, wenn er jetzt so hoch ist, dann habe ich natürlich mehr MXCs und somit habe ich einen besseren Wert. Und das wollte ich euch in diesem Video zeigen. Auf jeden Fall lohnt sich dieser ganze M2 Pro Miner meiner Meinung nach. Vor allem besser wie so ein Helium Miner, weil man hier mehrere Sachen mitmachen kann. Man ist auch nicht gebunden, dass man jetzt in einer Großstadt lebt und praktisch ein Helium Miner zum anderen Helium Miner eine Kommunikation darstellen muss, damit man überhaupt was bekommt, sondern hier arbeitet er alleine für sich und es ist eigentlich egal, wo der steht. Ob der jetzt am Fenster steht, draußen steht, er arbeitet für sich, er braucht keine Nähe zu anderen Minern. Eventuell gibt es da irgendwelche kleineren Vorteile, wenn er noch zu anderen Geräten kommunizieren kann, aber an sich, steht er für sich da und erzeugt tagesaktuell 9 bis 12 Euro am Tag, je nachdem wie viele Coins er dann zusammenmeinen kann. Und ein stabiles System. Ich hatte noch kein einziges Mal einen Ausfall am Tag gehabt und ich bin, wie gesagt, bestens zufrieden. Das war's dann diesem Video. Wie gesagt, für diese 8 Wochen oder 2 Monate, was jetzt hier bei mir am Laufen ist.
ja, bin ich nur begeistert, kann es nur jedem weiterempfehlen. In der Videobeschreibung findet ihr natürlich einen Link, womit ihr den Miner bestellen könnt und automatisch 50 Euro von eurer Bestellung abgezogen werden. 2.500 Euro kostet der, und wenn man da 50 Euro sparen kann, ist das schon, ja, ein gutes Angebot. Und ja, im nächsten Video sehen wir uns dann wieder. Dann geht es darum, wie man an diesem Bitcoin-Mining antizipieren kann mit dem M2 Pro Miner. Und dann wünsche ich euch bis dahin alles Gute und bleibt gesund.